Der Taklamakan-Wüste ist eines der trockensten Gebiete der Erde, in dem der Niederschlag nur spärlich fällt oder gar nicht vorhanden ist. Dies macht sie zu einer der härtesten Wüsten der Welt. Sandstürme sind häufig, was die Bedingungen dort noch schwieriger macht. Was die Taklamakan-Wüste noch erschreckender macht, ist ihre völlige Isolation. Die Region liegt Hunderte, wenn nicht Tausende von Kilometern von der nächsten Küste entfernt, was bedeutet, dass sie vom Ozean und den üblichen Feuchtigkeitsquellen, die er bietet, abgeschnitten ist. Der Boden dieser Wüste ist ebenfalls arm. Er ist sandig, trocken und häufig so alkalisch, dass er das Wachstum der meisten Pflanzen verhindert. Die Pflanzen sind sehr selten, und das Tierleben ist nahezu nicht vorhanden. Die Landschaft wird von wandernden Dünen und Felsenplateaus dominiert, wobei das einzige Leben verstreute Gruppen von Wüstenpflanzen und widerstandsfähigen Tieren umfasst. Extreme Temperaturen und Wasserknappheit überstehen können. Trotz dieser scheinbar unmöglichen Bedingungen hat es China geschafft, das Wesen dieser Wüste zu nutzen und sie in etwas Produktives zu verwandeln. Die innovativen Bemühungen Chinas zur Entwicklung der Aquakultur in einer der unwahrscheinlichsten Umgebungen der Erde haben alle Erwartungen übertroffen. Die große Frage, die sich stellt, ist: Wie haben sie das erreicht? Wie können Fische und Meeresleben in einem trockenen, abgelegenen Gebiet überleben, das weit entfernt vom Ozean ist? Die Antwort liegt in Chinas Einsatz von Technologie, Wasserbewirtschaftung und Kreativität. Anstatt sich auf traditionelle Landwirtschaftsmethoden zu verlassen, wagte China den kühnen Schritt ins Unbekannte, indem es künstliche Umgebungen schuf und die extremen Bedingungen in der Wüste so anpasste, dass Fische gedeihen konnten. Dies ist nicht nur der Versuch, die Wüste in ein landwirtschaftliches Zentrum zu verwandeln, es ist der Versuch, eine nachhaltige Nahrungsquelle in einem der unwirtlichsten Orte der Erde zu schaffen. Aber wie hat China das größte Problem gelöst? Wie brachte es Wasser in die Wüste, um diese große Vision zu unterstützen? Lassen Sie uns die Innovationen durchgehen, die es ihnen ermöglicht haben, diese Wüste in eine Quelle des Lebens zu verwandeln. Salzwasser in Leben verwandeln. In der Taklamakan-Wüste sind Wasserquellen das Lebenselixier für jede mögliche Art von Landwirtschaft, und der Wassermangel in der Region stellte die größte Herausforderung für die Einrichtung von Fischfarmen dar. Dennoch gelang es den Wissenschaftlern und Ingenieuren Chinas, sich diesem Problem direkt zu stellen, indem sie salziges und alkalisches Wasser in etwas verwandelten, das in der Lage ist, marines Leben zu unterstützen. Dieser Schritt war entscheidend für den Erfolg des Fischzuchtprojekts. Zunächst wurde das Wasser in den Seen und Flüssen der Taklamakan-Wüste als unbrauchbar für jede Art von Landwirtschaft betrachtet. Das Wasser war salzig und hatte hohe alkalische Werte, was es für Pflanzen oder aquatische Tiere ungeeignet machte. Für die meisten Menschen war dies das Ende der Idee. Doch die chinesische Regierung sah darin eine Chance und entschied sich, einen kühnen Ansatz zu verfolgen. Anstatt das salzige Wasser als Problem zu betrachten, sahen sie es als Herausforderung, die es zu überwinden galt. Der erste Schritt bestand darin, eine Reihe von Experimenten durchzuführen, um die Zusammensetzung des Wassers zu verändern. Die Wissenschaftler entdeckten, dass sie durch das Hinzufügen von Spurenelementen wie Calcium, Magnesium und Kalium den Salzgehalt des Wassers verringern und es näher an die Zusammensetzung von Meerwasser bringen konnten. Diese künstlichen Meerwasserlösungen ermöglichten es Fischen, Krabben und anderen Meeresarten, in der Wüste zu gedeihen. Diese Spurenelemente, die für den Menschen ungefährlich sind, wurden in kleinen Mengen hinzugefügt, und ihre Wirkung war messbar. Das modifizierte Wasser schuf eine sichere und unterstützende Umgebung für das Leben der Fische und versorgte sie mit den notwendigen Nährstoffen für ihr Wachstum. Dies ermöglichte nicht nur die Fischzucht in der Wüste, sondern eröffnete auch andere Möglichkeiten für die Aquakultur. Mit der Schaffung von künstlichem Meerwasser wurden die zuvor unproduktiven Wüstenseen zur Heimat für florierende Fischfarmen, was das Erscheinungsbild der Taklamakan-Wüste vollständig veränderte. Da Wasser nun kein Hindernis mehr darstellt, lautet die nächste Frage: Wie hat China die ideale Umgebung geschaffen, damit Fische gedeihen können? Technologische Innovationen. Nachdem China die Herausforderung der Wasserbewirtschaftung gemeistert hatte, war die nächste Herausforderung, die richtige Umgebung für die Fischzucht in der Wüste zu schaffen. Dies bedeutete, die optimalen Bedingungen für das Wachstum der Fische zu gewährleisten, angefangen bei der Wassertemperatur bis hin zu den Sauerstoffwerten.
In den extremen Wüstenbedingungen, in denen die Temperaturen tagsüber stark steigen und nachts stark sinken, war dies keine einfache Aufgabe. Um dieses Problem zu lösen, implementierte China eine Reihe technologischer Innovationen, die den Zuchtprozess effizienter und nachhaltiger machten. Eine der herausragenden Entwicklungen war die Schaffung automatisierter Wassersysteme, die die Wassertemperaturen und Sauerstoffwerte regulieren konnten. Diese Systeme waren entscheidend, um sicherzustellen, dass die Fische eine stabile Umgebung zum Wachsen hatten. Fische, wie alle Meerestiere, benötigen bestimmte Bedingungen, um zu gedeihen, einschließlich eines geeigneten Temperaturbereichs. Bei Tagestemperaturen über 100 Grad und nächtlichen Temperaturen, die erheblich sinken, war es entscheidend, eine stabile Wassertemperatur aufrechtzuerhalten. Die automatisierten Systeme stellten sicher, dass die Wassertemperatur im Bereich von 6 bis 86 Grad Fahrenheit blieb, was der ideale Bereich für das Fischwachstum ist. Zusätzlich zur Temperaturregelung verwalteten die Systeme auch die Sauerstoffwerte im Wasser. Sauerstoff ist lebenswichtig für das Überleben der Fische, und diese automatisierten Systeme überwachten und passten die Sauerstoffwerte kontinuierlich an, um sicherzustellen, dass die Fische komfortabel atmen konnten. Diese Technologie war revolutionär, nicht nur in ihrer Fähigkeit, die Meeresbedingungen nachzuahmen, sondern auch in ihrer Skalierbarkeit. Mit diesen Fortschritten konnten die Fischfarmen große Mengen an Fischen in einer Umgebung produzieren, die noch vor wenigen Jahren als völlig ungeeignet für irgendeine Art von Landwirtschaft angesehen worden wäre. Mit all diesen technologischen Innovationen im Einsatz, wie gelang es China, die Fischfarmen unter diesen extremen Bedingungen weiterhin florieren zu lassen? Blühendes Leben in der Wüste gegen alle Erwartungen. Nachdem die Umgebung verbessert wurde, war der nächste Schritt die Einführung der Fische in die Teiche. Dies war keineswegs einfach. Die kleinen Fische, darunter Arten wie die goldene Schildkröte, der Ruper und der Springfisch, mussten sorgfältig in die Wüste transportiert werden. Diese Fische standen sofort vor Herausforderungen, da die harsche Wüstenumgebung keinen Schutz oder Nahrung für die kleinen Fische bot. Trotz dieser Hindernisse passten sich die Fische erstaunlicherweise an. Sobald die kleinen Fische in den Teichen waren, begann das wahre Wunder. Diese Fische, die zunächst Mühe hatten, sich anzupassen, begannen mit erstaunlicher Geschwindigkeit zu wachsen und sich fortzupflanzen. Was anfangs wie eine unmögliche Aufgabe erschien, Fische im Herzen der Wüste zu züchten, wurde nicht nur möglich, sondern auch nachhaltig. Die Überlebensrate der Fische erreichte beeindruckende 99%, was niemand angesichts der schwierigen Bedingungen erwartet hatte. Die innovativen Systeme Chinas, von der Wasserbewirtschaftung bis hin zur Umweltkontrolle, schufen die idealen Bedingungen für den Erfolg der Fische. Innerhalb weniger Monate wuchsen die Fische schnell und ihre Anzahl nahm rasch zu. Der Erfolg dieser ersten Fischzuchten löste weitere Investitionen und Expansionen in andere Regionen der Taklamakan-Wüste aus, in denen ähnliche Techniken angewendet wurden. Der Erfolg der Fischzucht in der Wüste war erstaunlich, aber wie wirkte sich dies auf die lokale Wirtschaft und das Leben der Menschen in der Region Xinjiang aus? Wirtschaftlicher Aufschwung. Die Einführung der Fischzucht in der Taklamakan-Wüste hat zu einer bemerkenswerten wirtschaftlichen Transformation der Region geführt. Im Jahr 2016 lag das durchschnittliche Einkommen der Fischer in der Region Xinjiang bei etwa 16.600 Yuan, was rund 2.300 US-Dollar entspricht. Dies war deutlich höher als das Einkommen der lokalen Landwirte. Diese neue maritimen Industrie wurde zu einem wichtigen Motor des Wirtschaftswachstums, da sie Arbeitsplätze schuf und Tausenden von Menschen in einer Region, die zuvor unter wirtschaftlicher Stagnation litt, ein Einkommen verschaffte. Die Fischzucht in der Wüste lieferte den Einheimischen nicht nur frischen Fisch, sondern trug auch dazu bei, die Abhängigkeit der Region von Meeresfrüchteimporten zu verringern. Vor der Einführung der Fischzucht mussten die Menschen in Xinjiang den Großteil ihrer Meeresfrüchte importieren. Jetzt, dank des Erfolgs der Aquakultur in der Wüste, können sie ihren eigenen Fisch produzieren, was ihre Abhängigkeit von externen Quellen für Meeresfrüchte reduziert. Diese Veränderung hat nicht nur zu einer nachhaltigeren Nahrungsquelle für die Region geführt, sondern auch frische, lokal produzierte Meeresfrüchte bereitgestellt. Mit dem Wachstum dieser Branche stieg auch die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze. Tausende wurden in verschiedenen Bereichen beschäftigt,
angefangen bei der Pflege der Teiche über die Fischverarbeitung bis hin zur Distribution und dem Verkauf. Die lokale Wirtschaft erlebte einen erheblichen Anstieg, als die Fischzuchtindustrie expandierte. Bis 2023 hatte die Region mehr als 184.000 Tonnen Meeresfrüchte produziert, die einen Wert von über 530 Millionen US-Dollar hatten. Mit den Erwartungen, dass die Branche bis 2025 Einnahmen von nahezu 3 Milliarden US-Dollar erzielen wird, ist klar, dass die Aquakultur in der Wüste nicht nur ein vorübergehender Trend ist, sondern eine florierende Industrie mit einer vielversprechenden Zukunft. Während die Fischzucht in der Taklamakan-Wüste weiter wächst, beginnt die Region, internationale Aufmerksamkeit zu erregen. Was ist der Einfluss dieses Erfolgs auf die internationalen Märkte und wie reagierte die Welt auf diese Entwicklung? Lassen Sie uns das im nächsten Abschnitt herausfinden. Die Welt bemerkt den Erfolg der Fischzucht in Xinjiang. Der Erfolg der Fischzucht in Xinjiang ist von der internationalen Gemeinschaft nicht unbemerkt geblieben. Was als Experiment begann, hat sich mittlerweile zu einem Modell für nachhaltige Landwirtschaft in trockenen Gebieten entwickelt. Länder, die mit ähnlichen Herausforderungen in Bezug auf Wasserknappheit und Wüstenbildung konfrontiert sind, betrachten China als Inspirationsquelle. Die Erfolge der Aquakultur in Xinjiang sind nun ein Thema der Forschung, das als potenzielle Lösung für die weltweiten Ernährungsprobleme in trockenen Regionen betrachtet wird. Die weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Meeresfrüchten steigt weiterhin, und Chinas Fähigkeit, Fisch in der Wüste zu züchten, hat es zum führenden Land in der Aquakulturindustrie gemacht. Die Meeresfrüchte, die in Xinjiang produziert werden, werden mittlerweile in Länder weltweit exportiert, darunter Japan, Finnland und andere Meeresfrüchte konsumierende Länder. Dieser Erfolg hat die Region zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Meeresfrüchtemarkt gemacht, und das ist erst der Anfang. Die Aquakulturindustrie in China entwickelt sich schnell, und viele Länder untersuchen nun die Möglichkeit, ähnliche Methoden in ihren eigenen Wüsten- und Trockengebieten anzuwenden. Die Innovationen in der Wasserbewirtschaftung und den Fischzuchttechniken, die in Xinjiang entwickelt wurden, revolutionieren die Art und Weise, wie Aquakultur betrieben wird. Die Erfolge dieser Projekte haben bewiesen, dass es möglich ist, marine Lebewesen selbst in den härtesten Umgebungen zu züchten. Während andere Länder ihre Zukunft in der Lebensmittelproduktion in trockenen Klimazonen suchen, steht Xinjiang kurz davor, weltweit eine führende Rolle in der Wüstenaquakultur einzunehmen. Mit der internationalen Anerkennung und der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Meeresfrüchten, was ist der nächste Schritt in der Revolution der Aquakultur in Xinjiang? Die Zukunft der Aquakultur in Wüsten. Die Zukunft der Aquakultur in Wüsten scheint sehr vielversprechend zu sein. Der Erfolg Chinas bei der Fischzucht in der Taklamakan-Wüste hat neue Möglichkeiten für die Landwirtschaft in trockenen und semi-ariden Gebieten weltweit eröffnet. Die in Xinjiang entwickelten Technologien wurden bereits von anderen Ländern übernommen, und es gibt großes Potenzial für eine Ausweitung. Neben der weiteren Entwicklung der Fischzucht hat China nun begonnen, auch andere Formen der nachhaltigen Landwirtschaft in Wüstenregionen zu erforschen. Forscher untersuchen Methoden, um die Aquakultur auf andere Arten von Meeresfrüchten auszudehnen, wie Süßwasserfische, Muscheln, Garnelen und sogar Algenzucht. Mit dem Wachstum der Branche wird auch der Bedarf an fortschrittlicheren Technologien und Innovationen steigen. Dazu gehören Verbesserungen in den regenerativen Aquakultursystemen, RAS, die die Fischzucht effizienter im Wasserverbrauch und umweltfreundlicher machen können. RAS-Systeme ermöglichen es, Fische in einem geschlossenen System zu züchten, bei dem das Wasser kontinuierlich gefiltert und wiederverwendet wird, was es zu einer äußerst nachhaltigen Form der Aquakultur macht. Darüber hinaus werden Automatisierungstechnologien und künstliche Intelligenz in den Landwirtschaftsprozess integriert, was eine präzise Kontrolle der Anbaubedingungen ermöglicht. Mit der Expansion der Branche und dem Aufkommen neuer Technologien, wie wird die Zukunft der Aquakultur in Wüsten den globalen Ernährungsbedarf beeinflussen? Technologische Innovationen, die die Zukunft der Aquakultur in Wüsten prägen. Mit dem fortschreitenden Wachstum der Aquakulturindustrie in den Wüsten von Xinjiang bleibt die Technologie im Mittelpunkt ihres Erfolgs. Über die Jahre hat China erheblich in fortschrittliche Systeme investiert, um die Fischzucht in der Wüste zu einer nachhaltigen und großflächigen Praxis zu machen.
Diese Innovationen verbessern nicht nur die Effizienz, sondern machen den Prozess auch umweltfreundlicher. Eine der wichtigsten technologischen Entwicklungen ist die Entwicklung eines halbgeschlossenen Kreislaufsystems für die Aquakultur, das den Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig eine ideale Umgebung für die Fische bietet. In traditionellen Aquakultursystemen muss das Wasser in den Becken häufig ausgetauscht werden, um eine gesunde Umgebung zu erhalten. Dieser Prozess kann zu erheblichen Wasserverschwendungen führen, was besonders problematisch in trockenen Gebieten wie Xinjiang ist. Das halbgeschlossene RAS-System, Recirculating Aquaculture System, das in den Fischfarmen in Xinjiang verwendet wird, reduziert jedoch den Wasserverbrauch erheblich, indem es das Wasser filtert und wiederverwendet. Dieses System ermöglicht es, das Wasser kontinuierlich zu reinigen und wiederzuverwenden, wodurch die Wasserqualität für die Fische erhalten bleibt und eine Verschwendung vermieden wird. Ein weiterer wichtiger technologischer Durchbruch ist der Einsatz von KI-unterstützten Überwachungssystemen. Diese Systeme überwachen die Wassertemperatur, den Salzgehalt, die Sauerstoffkonzentration und andere entscheidende Faktoren für die Gesundheit der Fische. Technologische Innovationen, die die Zukunft der Aquakultur in Wüsten prägen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen können diese KI-unterstützten Systeme die besten Bedingungen für das Fischwachstum vorhersagen und sofortige Anpassungen an der Zuchtumgebung vornehmen. Dies hat zu einer erheblichen Steigerung der Effizienz des Fischzuchtprozesses geführt, was sicherstellt, dass die Fische unter idealen Bedingungen wachsen, ohne menschliches Eingreifen. Darüber hinaus haben die Fischfarmen in Xinjiang damit begonnen, Unterwasserroboter einzusetzen, um die Fischbecken zu reinigen und die Wasserqualität auf einem gesunden Niveau zu halten. Diese Roboter sind in der Lage, organische Abfälle und andere Ablagerungen aus dem Wasser zu entfernen, was den Arbeitsaufwand reduziert und die Nachhaltigkeit des gesamten landwirtschaftlichen Prozesses verbessert. Solche Automatisierungstechnologien sind entscheidend für die großflächige Aquakultur und werden voraussichtlich ein häufiges Merkmal in zukünftigen Farmen sein. Es wurde auch der Einsatz von Drohnen in der Aquakulturindustrie von Xinjiang untersucht, insbesondere zur Überwachung der Farmen aus der Luft. Drohnen, die mit Kameras und Sensoren ausgestattet sind, können Daten über den allgemeinen Zustand der Farmen erfassen und das Verhalten der Fische überwachen. Dies ermöglicht es den Betreibern, mögliche Probleme wie Krankheitsausbrüche oder Wasserqualitätsprobleme frühzeitig zu erkennen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen. Diese Technologien verbessern nicht nur die Effizienz, sondern machen den gesamten Prozess auch nachhaltiger. Durch die Reduzierung des Wasserverbrauchs, die Verringerung von Abfall und die Verwendung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung sind die Fischfarmen in Xinjiang zu Vorbildern dafür geworden, wie Aquakultur in Wüstenumgebungen gedeihen kann, ohne wertvolle Ressourcen zu erschöpfen. Mit so fortschrittlichen Technologien bereits im Einsatz, was kommt als nächstes für die fischbasierten Wüstenfarmen in Xinjiang? Könnten diese Innovationen zu weiteren außergewöhnlichen Durchbrüchen in der Aquakultur führen? Expansion auf neue Arten. Mit dem Wachstum der Aquakulturindustrie in Xinjiang ist die Einführung neuer mariner Arten ein zunehmend wichtiges Thema. Während die Fischzucht das Rückgrat dieser Industrie war, beginnen die Bauern nun, die Möglichkeiten anderer Meerestieren zu erforschen, um ihre Produktion zu diversifizieren. Zum Beispiel hat die Garnelenzucht in Xinjiang stark an Popularität gewonnen, und die Region führt nun Experimente mit verschiedenen anderen Krustentieren und sogar der Zucht von Algen durch. Eine der aufregendsten Entwicklungen ist der Erfolg der Zucht von Süßwassergarnelen aus den südlichen USA in der Region. Diese Garnelen sind aufgrund ihrer Größe, ihres Geschmacks und ihrer Textur sehr gefragt, was sie zu einer beliebten Wahl unter den Verbrauchern macht. Tatsächlich ist die Garnelenzucht zu einem der profitabelsten Produkte der Aquakultur in Xinjiang geworden, wobei die Region große Mengen davon an andere Teile Chinas und sogar ins Ausland exportiert. Der Erfolg der Garnelenzucht in der Wüste ist ein Beweis für die Anpassungsfähigkeit des marinen Lebens und die Kreativität der chinesischen Wissenschaftler und Bauern. Darüber hinaus hat Xinjiang begonnen, mit der Zucht von Krebsen und anderen gefragten Meeresfrüchten zu experimentieren. Obwohl diese Arten spezielle Bedingungen für eine erfolgreiche Zucht benötigen, wie präzise Temperaturen und passende Salzgehaltwerte, hat die Entwicklung fortschrittlicher Aquakultursysteme es möglich gemacht, diese Arten in der Wüste zu züchten.
Die Bauern sind nun in der Lage, qualitativ hochwertige Flusskrebse und andere Krustentiere zu produzieren, die bei Meeresfrüchte-Liebhabern sowohl in China als auch international zunehmend beliebt sind. Vielleicht die erstaunlichste Entwicklung ist der Erfolg der Perlenzucht in Xinjiang. Perlenzucht, ein Prozess, der normalerweise spezifische Wasserbedingungen und hohe Pflege erfordert, hat nun ein neues Zuhause in der Wüste gefunden. Das Perlenzuchtprojekt begann im Jahr 2012 und hat seitdem viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Jahr 2023 begannen Investoren mit der Zucht von etwa 2 Millionen Perlmuscheln, mit Plänen, die Perlen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu verkaufen. Das einzigartige Klima in Xinjiang, mit extremen Temperaturschwankungen und reichlich Sonnenlicht, hat sich als ideal für die Produktion von Perlen mit glänzendem Schimmer und besonderer Textur erwiesen. Der Erfolg dieser neuen Arten in der Wüste hat die Möglichkeiten der Aquakultur erweitert und Xinjiang zu einem Zentrum für eine Vielzahl von Meeresprodukten gemacht. Mit dem weiteren Wachstum der Aquakulturindustrie wird erwartet, dass noch mehr Arten eingeführt werden, was die Vielfalt der Aquakulturproduktion in der Region erhöht und ihre wirtschaftlichen Perspektiven stärkt. Mit dem Erfolg vieler Arten in den Aquakulturanlagen von Xinjiang könnte diese Wüste möglicherweise die Zukunft der globalen Meeresfrüchteproduktion darstellen. Die globale Wirkung von Xinjiang auf die Meeresfrüchteproduktion. Der Erfolg der Aquakulturindustrie in Xinjiang hat nicht nur der lokalen Wirtschaft zugute gekommen, sondern auch einen tiefgreifenden Einfluss auf den globalen Meeresfrüchtemarkt gehabt. Während die Region ihre Aquakulturindustrie weiterentwickelt, wenden sich viele Länder an Xinjiang als Modell für nachhaltige Landwirtschaft in Wüstenumgebungen. Heute werden in Xinjiang produzierte Meeresfrüchte in viele Länder weltweit exportiert, darunter Japan, Finnland, die USA und andere Länder. Die Aquakultur in Xinjiang ist aufgrund der hohen Qualität ihrer Produkte zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Meeresfrüchtemarkt geworden. Die Meeresfrüchte, die in der Region produziert werden für ihren sauberen, natürlichen Geschmack gelobt, was auf das reine, unverschmutzte Wasser zurückzuführen ist, das im Anbauprozess verwendet wird. Angesichts der zunehmenden Verschmutzung der Ozeane weltweit bietet die Aquakultur in Xinjiang eine einzigartige Alternative für Verbraucher, die nach nachhaltigeren und saubereren Meeresfrüchten suchen. Ein Grund, warum Meeresfrüchte aus Xinjiang so wertvoll sind, ist die Fähigkeit der Region, sie auf umweltfreundliche Weise zu produzieren. Im Gegensatz zu vielen traditionellen Aquakulturprozessen nutzt die Fischzucht in Xinjiang begrenzte Ressourcen und produziert nur geringe Mengen an Abfall. Die Verwendung von halbgeschlossenen Aquakultursystemen ermöglicht es, Wasser wiederzuverwenden, wodurch der Wasserverbrauch erheblich reduziert wird. Darüber hinaus stellt die Verwendung von KI-unterstützten Überwachungssystemen sicher, dass die Zuchtumgebung ideal für die Gesundheit der Fische ist, was die Notwendigkeit für schädliche Chemikalien oder Antibiotika verringert. Mit der weiterhin steigenden globalen Nachfrage nach nachhaltigen Meeresfrüchten hat sich Xinjiang als wichtiger Akteur in dieser Industrie etabliert. Der Fokus der Region auf Innovation, Nachhaltigkeit und Qualität hat die Aufmerksamkeit internationaler Verbraucher und Investoren auf sich gezogen. Da die Aquakulturindustrie weiterhin erfolgreich wächst, ist Xinjiang gut positioniert, um eine Hauptquelle für Meeresfrüchte zu werden und zuverlässige, umweltfreundliche Quellen für Fische, Garnelen und andere Meeresprodukte für Länder weltweit bereitzustellen. Mit dem fortlaufenden Wachstum der Aquakulturindustrie in Xinjiang, was hält die Zukunft für die Meeresfrüchteproduktion in der Region bereit? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie sich diese Industrie in den kommenden Jahren entwickeln wird und was als nächstes für die Aquakultur in den Wüsten kommt. Nachhaltige Landwirtschaft in der Wüste. Ein bemerkenswerter Aspekt der revolutionären Aquakultur in Xinjiang ist ihr begrenzter ökologischer Einfluss. Im Gegensatz zur traditionellen marinen Landwirtschaft, die oft zu Ressourcenerschöpfung und Wasserverschmutzung führt, wurden die Wüstenfischfarmen in Xinjiang von Anfang an so konzipiert, dass sie nachhaltig sind. Der Einsatz von halbgeschlossenen Aquakultursystemen sowie automatisierten Überwachungs- und Steuerungssystemen hat dazu beigetragen, den Wasserverbrauch zu reduzieren und die Abfallmenge der Farmen zu minimieren. Die umweltfreundliche Natur der Landwirtschaft zeigt sich durch die Nutzung von organischen Abfällen, die von den Fischen stammen. Diese Abfälle werden als wertvolle Ressource für die Aquakultursysteme wiederverwendet.
Organische Materialien werden genutzt, um Wasserpflanzen zu düngen, die wiederum Nahrung für die Fische bieten. Dieses geschlossene System verringert den Bedarf an externen Eingaben und trägt dazu bei, ein gesundes und ausgewogenes Umfeld für das Wachstum der Fische zu erhalten. Diese Methode ist nicht nur nachhaltig, sondern hilft auch, die Gesamtkosten der Aquakultur zu senken. Darüber hinaus befinden sich die Fischfarmen in der Region abseits von Industrieverschmutzung, was sicherstellt, dass die produzierten Meeresfrüchte frei von schädlichen Chemikalien und Schadstoffen sind. Diese saubere und natürliche Umgebung macht die Aquakulturprodukte aus Xinjiang besonders begehrt, insbesondere angesichts der zunehmenden globalen Besorgnis über die Verschmutzung der Ozeane. Mit dem zunehmenden Bewusstsein der Verbraucher über die Auswirkungen ihrer Ernährungsentscheidungen auf die Umwelt wird erwartet, dass die Nachfrage nach nachhaltig produzierten Meeresfrüchten aus Xinjiang steigen wird. Durch die Einführung umweltfreundlicher Praktiken setzt Xinjiang einen neuen Standard für die Aquakultur und zeigt der Welt, dass es möglich ist, hochwertige Meeresfrüchte in der Wüste zu produzieren, ohne der Umwelt zu schaden. Das Engagement der Region für Nachhaltigkeit und Innovation hat sie zu einem Vorbild für andere Länder gemacht, die ihre eigenen Aquakulturindustrien in schwierigen Umgebungen entwickeln wollen. Mit dem großen ökologischen Einfluss der Aquakulturindustrie in Xinjiang, wie können andere Wüstenregionen diesem Modell folgen? Zukunft der Aquakultur in der Wüste. Der Erfolg von Xinjiang in der Wüstenaquakultur ist nur der Anfang. Mit dem fortschreitenden Wachstum der Weltbevölkerung und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Nahrungsquellen könnte die Wüstenlandwirtschaft eine der Hauptlösungen für die globale Ernährungssicherheit werden. Die Innovationen und Technologien, die in Xinjiang entwickelt wurden, haben das Potenzial, nicht nur Wüstenregionen, sondern auch trockene und halbtrockene Gebiete auf der ganzen Welt zu transformieren. Durch die Nutzung vorhandener Ressourcen wie salzhaltigem Wasser und Abfallmanagementsystemen könnten andere Länder, die mit Wasserknappheit kämpfen, ähnliche Modelle für nachhaltige Landwirtschaft übernehmen. Mit weiteren Investitionen in Forschung und Technologie sind die Möglichkeiten der Wüstenaquakultur nahezu unbegrenzt. Von Fischen über Garnelen und Krabben bis hin zu Perlen könnten Wüstenregionen bald zu einem wichtigen Beitrag für die weltweite Nahrungsmittelproduktion werden und dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach Meeresfrüchten und anderen Meeresprodukten zu decken. Darüber hinaus hat der Erfolg der Aquakulturrevolution in Xinjiang auch Interesse an anderen Formen der Wüstenlandwirtschaft geweckt, einschließlich von Feldfrüchten und Viehzucht. Die gleichen Technologien, die die Aquakultur in der Wüste möglich gemacht haben, könnten angepasst werden, um auch den Anbau anderer Nahrungsmittel in schwierigen Umgebungen zu unterstützen. Angesichts der zunehmenden globalen Klimaherausforderungen könnte die Wüstenlandwirtschaft der Schlüssel werden, um sicherzustellen, dass Menschen in trockenen Regionen nachhaltige, lokal produzierte Nahrungsmittel erhalten. Der Erfolg von Xinjiang in der Fischzucht in einer der härtesten Umgebungen der Erde wäre nicht möglich gewesen, ohne viele der natürlichen Herausforderungen der Region zu überwinden. Trotz scheinbar unmöglicher Bedingungen, wie extremen Temperaturschwankungen, salzhaltigem Wasser und ständigen Sandstürmen, hat das Aquakultursystem in Xinjiang dank einer Reihe innovativer Lösungen und der lokalen Anpassungsfähigkeit floriert. Das raue Klima der Region, das im Sommer Temperaturen von über 40 Grad Celsius erreichen kann, stellt eine der größten Hürden für nachhaltige Landwirtschaft dar. Dennoch wurden die Aquakultursysteme effektiv entwickelt, um diese Bedingungen zu bekämpfen. Zunächst wurden die großen Temperaturunterschiede, die tagsüber und nachts mehr als 50 Grad Fahrenheit betragen können, durch die Entwicklung fortschrittlicher Temperaturregelungssysteme bewältigt. Diese Innovationen stellen sicher, dass das in der Aquakultur verwendete Wasser im idealen Bereich für das Leben im Wasser bleibt. Es wurde auch ein intelligentes System zur Regulierung der Wassertemperatur eingeführt, was einen bedeutenden Wandel im Prozess darstellt. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur bedeutet, dass die Fische weniger Stress ausgesetzt sind und schneller wachsen, was ihre Überlebensraten und ihre allgemeine Gesundheit verbessert. Salzwasser, das normalerweise die Aquakultur unmöglich macht, wurde durch intensive Forschung und Experimente zu einer nützlichen Ressource umgewandelt. Durch die Zugabe von Spurenelementen wie Calcium, Magnesium und Kaliumionen zum Salzwasser konnten die Forscher eine künstliche Meeresumgebung schaffen.
Diese Entdeckung löste ein wichtiges Problem in der Fischzucht in der Wüste und ermöglichte die Zucht von Meerestieren, obwohl die Wasserqualität in der Region ungünstig war. Darüber hinaus stellte der kontinuierliche Sandsturm, der die Region heimsuchte, eine weitere große Herausforderung dar. Die Sandstürme könnten die Fischfarmen begraben, die Wasserqualität beeinträchtigen und die Fische gefährlichen Bedingungen aussetzen. Dennoch haben die Aquakulturfarmen in Xinjiang Schutzmaßnahmen umgesetzt, um dieses Problem zu bewältigen. Schutzbarrieren wie künstliche Dünen und intelligente Überwachungssysteme wurden eingesetzt, um die Auswirkungen der Sandstürme zu reduzieren. Diese Barrieren halten den Sand fern und schützen die Wassersysteme, sodass die Fischfarmen trotz der Umweltprobleme reibungslos weiterarbeiten können. Da es Xinjiang gelungen ist, diese extremen Bedingungen zu überwinden, stellt sich die Frage: Kann dieses Modell der Wüstenaquakultur in anderen Regionen mit ähnlichen Klimabedingungen wiederholt werden? Die Rolle der staatlichen Unterstützung in der Aquakulturindustrie in Xinjiang. Während der Erfolg der Aquakultur in Xinjiang weitgehend den innovativen Methoden zu verdanken ist, die von lokalen Landwirten und Forschern entwickelt wurden, spielte die staatliche Unterstützung eine entscheidende Rolle im Wachstum dieser Branche. Die chinesische Regierung hat erhebliche Investitionen in die Entwicklung der Aquakultur in Xinjiang getätigt, da sie diese als einen wesentlichen Bestandteil der Bemühungen zur Diversifizierung der Wirtschaft in der Region betrachtet. Die staatliche Unterstützung nahm verschiedene Formen an, von finanzieller Unterstützung bis hin zur Entwicklung der Infrastruktur, und spielte eine wesentliche Rolle dabei, die Aquakultur in der Wüste Realität werden zu lassen. Seit Beginn der Aquakulturprojekte in Xinjiang hat die Regierung beträchtliche Mittel für Forschung und Entwicklung bereitgestellt, was es den Wissenschaftlern ermöglichte, neue Techniken und Methoden zur Zucht von Meeresfrüchten in der Wüste zu erforschen. Diese Mittel wurden verwendet, um halbgeschlossene Aquakultursysteme zu entwickeln und umzusetzen sowie den Bau spezialisierter Teiche und Wasserreservoire in der Wüste zu finanzieren. Ohne diese Investitionen wäre es der Region sehr schwer gefallen, den heutigen Erfolg zu erzielen. Darüber hinaus hat die Regierung den Bau der grundlegenden Infrastruktur wie Verkehrsnetze, Energieversorgungssysteme und Logistikzentren erleichtert, um die wachsende Aquakulturindustrie zu unterstützen. Mit diesen Ressourcen konnten die Fischfarmen in Xinjiang ihre Produkte effizient sowohl auf den Binnenmarkt als auch ins Ausland liefern. Der Bau von Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen und die Verbesserung der Straßeninfrastruktur haben es einfacher gemacht, Meeresfrüchteprodukte aus Xinjiang in Küstenregionen und sogar in internationale Märkte zu transportieren. Zudem hat die chinesische Regierung Anreize geschaffen, um private Investitionen in die Aquakultur zu fördern. Durch finanzielle Unterstützung wie Subventionen, Steuererleichterungen und andere finanzielle Anreize ermutigte die Regierung lokale Unternehmen, in die Fischzucht und Meeresfrüchteproduktion zu investieren. Dies führte zur Gründung von Genossenschaften und neuen Unternehmen im Bereich der Aquakultur in der Region, was Arbeitsplätze schuf und das lokale Wirtschaftswachstum steigerte. Der Wandel Xinjiangs von einer kargen Region mit begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten zu einem florierenden Zentrum der Aquakultur hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in der Region. Die Fischzucht in der Wüste hat neue Arbeitsplätze geschaffen, das lokale Einkommen erhöht und große Investitionen sowohl aus lokalen als auch internationalen Quellen angezogen. Mit der fortschreitenden Expansion der Aquakulturindustrie ist Xinjiang zu einem wichtigen Akteur in der umfassenden wirtschaftlichen Entwicklung Chinas geworden. Abschließend lässt sich sagen, dass der Erfolg der Aquakulturindustrie in Xinjiang nicht nur ein Zeugnis für die Geschicklichkeit des chinesischen Volkes ist, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft bietet. Die Innovationen und Lehren aus Xinjiang ebnen den Weg für eine neue Ära der Lebensmittelproduktion, in der selbst die trockensten und herausforderndsten Umgebungen in produktive und nachhaltige landwirtschaftliche Zentren verwandelt werden können. Mit dem Erfolg Xinjiangs gibt es keine Grenzen für die Möglichkeiten der Aquakultur in Wüstenregionen. Was halten Sie von der Zukunft der Aquakultur in trockenen Gebieten? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und vergessen Sie nicht, sich auch andere Videos für weitere erstaunliche Geschichten anzusehen.